Hallo liebe Hausbauhelden, Baukosten sparen. Das ist das große Thema, denn der Hausbau ist so teuer geworden, dass viele verzweifeln. Und das Internet ist voll mit Spartipps, die nicht wirklich funktionieren. Denn keine Firma hat was zu verschenken. Aber es gibt Kostenfallen und unnötig teure Details, die man vermeiden kann, wenn man es von Anfang an anders plant. Hier kommen unsere Top 10 Hausbautipps zum Kostensparen. Ihr sucht Antworten auf eure Fragen rund ums Bauen, Renovieren oder DIY? Dann haben wir die Lösung für euch. Ab sofort findet ihr auf unserer Website hausbauhelden.de unsere umfangreiche Wissensdatenbank mit innovativer Suchfunktion auf KI-Basis. Fragt einfach drauf los oder geht in die Volltextsuche nach Kategorien. Dort gibt es über 4000 Premium-Artikel, die alle Bau- und Ausstattungsfragen abdecken, unbegrenzte Downloads und ständig aktualisierte Inhalte. Schaut doch mal vorbei und holt euch die Infos, die ihr braucht, auf hausbauhelden.de/wissen. Kleinvieh macht auch Mist. Bei der Ausstattung eures Hauses gibt es viele Details, die in Summe einzeln betrachtet nicht viel Aufpreis kosten. Aber ihr braucht es nachher an so vielen Stellen im Haus, dass eben am Ende doch viel zusammenkommt. Zum Beispiel Lamellenjalousien statt Rollläden oder deckenintegrierte Einbaustrahler. Hier kommen unsere Top 3 Beispiele. Außerdem noch ein Kostentipp-Aspekt. Es wurden bei diesem Haus diese etwas teureren Lamellenjalousien nur da eingebaut, wo Südwestlage ist, wo man eben auch im Sommer tagsüber runter machen muss, um zu verschatten. Und da kann man eben auch durchgucken, wenn sie runtergelassen sind. Und auf allen anderen Seiten, wo man nicht unbedingt verschatten muss, Norden, sind dann die etwas billigeren Rollläden eingebaut worden, die dann eben auch dunkel machen und den Sicht komplett verhindern, wenn sie zu sind. Also das nur mal so als kleiner Tipp. Hier haben wir noch mal das Thema Kostenoptimierung. Wir sehen, hier gibt es relativ viele Festverglasungen. Einmal dieses schmale Element 96 x 2,7 Meter und hier auch diese größeren Elemente. Da gibt es jetzt rechts eine Festverglasung, die ist 1,50 x 2,7 Meter und diese Öffnungsflügel, das sind normale Dreh-Kippbeschläge, die sind genauso breit wie die Fenster oben. Das sind dann auch mal die ungefähr 96 Zentimeter und das bringt viel Licht rein, ohne dass man die teuren großen Hebeschiebetüren braucht, die wirklich richtig viel Aufpreis kosten. Das wäre jetzt die barrierefreie Austrittslösung. Da ist jetzt so eine extra flache Schwelle eingebaut. Und da habt ihr natürlich jetzt Mehrkosten von etwa 900 € pro laufenden Meter. Das heißt, bei einer Tür geht das noch. Wenn ihr eine lange Front mit Hebeschiebetüren habt, wird es richtig teuer. Da ist eben jetzt nicht nur der Aufbau dieser Schwelle irgendwie komplex, sondern es muss eben auch der Wasserablauf, der Spritzwasserschutz hier aufwendig geregelt werden. Denn ihr habt dahinter direkt Parkett, wenn da mal drückendes Wasser reinkommt und so weiter. Im Badezimmer kann bei der Ausstattung richtig viel Geld durchrauschen. Überlegt euch genau, was für euch wichtig, komfortabel und praktisch ist und was ihr vielleicht später nachrüsten könnt, wenn wieder Geld da ist. Hier kommen die Top-Kostentreiber. Und wenn ihr sowas haben wollt, müsst ihr euch natürlich eine Firma suchen, die euch jetzt auch wirklich stabil im Boden verankert. Hier ist das der Fall. Ansonsten ist das natürlich eine Stolperfalle und ich kann da auch mal dran stoßen. Müsst ihr euch also wirklich überlegen, so eine Lösung kostet dann schon locker mal 7.000, 8.000 € mehr mit allem drum und dran, ob es euch das wert ist. Diese Nische ist tief genug, dass ich da den Spritzschutz habe. Trotzdem gäbe es die Möglichkeit, da auch nochmal eine Glastür einzubauen. Das hat einen Vorteil. Wenn ihr nämlich so eine geflieste Dusche habt, braucht ihr für den Boden eine besondere Versiegelung. Also gegen Feuchtigkeit, die nochmal etwa 100 bis 130 € den Quadratmeter zusätzlich kostet. Wenn diese Dusche komplett offen ist, begehbar, dann braucht ihr diese Spezialbehandlung für das komplette Badezimmer. Da kommen also auch nochmal Mehrkosten zusammen. Bei der Haushülle und Haustechnik müsst ihr vorsichtig sein mit Kostensparen, denn hier ist die Qualität und die gute Ausführung sehr wichtig. Aber nicht alles, was geht, muss auch gemacht werden. Mein Lieblingsbeispiel ist das teure Rucksackfenster, das so als Mini-Erker auskragt und wahnsinnig viele aufwendige Abdichtungsdetails nach sich zieht. Es gibt auch andere Möglichkeiten.
Und hier vor ist jetzt diese Sitzbank in einer schönen Höhe von 50 cm. Das ist eine massive, 5 cm starke Eichenholzplatte. Und man hat sich hier jetzt mal bemüht, eine kostengünstige Sitzfensterlösung zu zeigen. Denn diese Platte ist jetzt einfach mit so Stahlwinkeln da unten befestigt. Es ist also jetzt hier nichts mit aufgedoppelter Wand oder mit so einem umlaufenden Rahmen, der dann schon mal 3.000, 4.000 Euro kosten kann. Sehr viel Licht kommt auch durch diese Elemente. Ich habe euch ja gesagt, das sind diese wahnsinns massiven Holz-Alu-Fenster. Man sieht schon da oben, dieses Element ist dann dreieckig. Nur als kleine Erwähnung, das ist natürlich viel schöner, wenn es so gemacht ist optisch, aber das sind dann so die Kostentreiber, weil ihr braucht natürlich dann auch so eine asymmetrische Beschattung. Das sind so Lamellenjalousien, die man übrigens auch steuern kann, wie im ganzen Haus. Und da wird es dann richtig aufwendig. Diese große Fliese wäre jetzt kein Standard. Standard ist 30 x 60. Wenn ihr so eine größere Fliese haben wollt, ist das natürlich ein kleiner Aufpreis, weil die vor allen Dingen von der Verlegung aufwendiger sind. Also man braucht dann 2 Leute, der Verschnitt ist größer, die Bruchgefahr ist größer. Nur so für euch mal im Hinterkopf. Denn die Familie hat sich gegen eine kontrollierte Lüftungsanlage entschieden. Es war so, dass sie mit anderen Bauherren gesprochen haben, die schon Erfahrung hatten, dass es auch ohne funktioniert. Die 10.000 Euro, die das etwa gekostet hätte, hat man lieber in ein Smart Home System investiert. Ohne Lüftungsanlage bauen kann euch also roundabout 10.000 Euro sparen, aber Achtung, dann müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, damit es keine feuchte Schäden im Haus gibt. Ihr fragt auch ganz oft, oh, Flachdach, warum machen wir da keine Dachterrasse drauf? Auch das hat viele, viele Kostengründe, denn es wird nicht nur der Dachaufbau teurer, sondern auch die Statik muss angepasst werden. Und wenn ihr dann auch noch ein schickes Geländer haben wollt, kann das richtig ins Geld gehen. Die Dachterrasse hat einen Zugang von der Galerie, was toll ist, weil sie dann für alle nutzbar ist. 144 Quadratmeter hier im Winkel umlaufen, da könnt ihr echt eine Party drauf feiern. Ganz, ganz schick ist dieses eingespannte Ganzglasgeländer. Das sieht man von unten praktisch gar nicht. Auch das ist natürlich eine Lösung, die euch etwa 800 Euro pro laufenden Meter Geländer Aufpreis kostet. Auch hier könnt ihr mal rechnen, was dann da ungefähr zusammenkommt. Und nicht zuletzt, kleiner bauen spart nicht nur Baukosten, sondern auch Energie- und Unterhaltskosten sowie Putzaufwand. Wenn ihr noch mehr Fragen zum Thema habt, schaut doch auch mal in unsere Wissensdatenbank unter hausbauhelden.de/wissen und abonniert unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.